Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir, was ansteht, was wird das nächste Thema. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling, das Neue kommt. Du beschließt, das Alte zu verlassen, das, was dir nicht mehr gerecht werden konnte. Oder vielleicht hattest du das Gefühl, du konntest dem nicht mehr gerecht werden. Das Neue, in das du hineintreten wirst, sehr erfolgreich, sehr leicht, sehr licht, sehr lukrativ und vor allem eine bessere Zukunft, eine bessere materielle Zukunft. Du lässt den Mangel hinter dir. Ich höre, du hast es satt, die Bescheidenheit zu leben. Mit Bescheidenheit, es ist eine Tugend. Doch wenn es die Bescheidenheit aus dem Mangel heraus ist, tust du sicherlich gut daran. Gerade genug um. Damit ist jetzt Schluss. Du trittst hinein in eine Phase, die, wie kann ich dir sagen, sehr erfüllend für dich ist, sehr nahrhaft für deine Seele und du trittst hinein in deine Leidenschaft, die dich erfüllt, in deine Berufung. Was es dafür braucht, ist sicherlich der Entschluss, die Entscheidung, Stopp zu sagen und ins Neue zu gehen, das Alte zu verlassen, herauszutreten, aber auch genauso gut die fokussierte Ausrichtung auf die Entfaltung, auf den Spaß, das Abenteuer. Es braucht etwas Selbstdisziplin von dir, lieber Zwilling, vor allem den Glauben an dich selbst und wirklich Schritt für Schritt weiterzugehen. Du wirst definitiv vom Universum belohnt werden, auf dass das Neue sehr, sehr erfolgreich wird für dich. Gehen wir in die Details. Es ist ein Aufbruch. Manchen von euch kann dieser Aufbruch sehr viel Mut abverlangen, doch, lieber Zwilling, es lohnt sich. Es lohnt sich. Du blühst auf, du erblühst. Dein Herz geht auf. Du hast sehr viel zu teilen, sehr viel zu geben. Und sofern du dich von oben, von unseren Freunden da oben leiten lässt, ihnen vertraust, umso weniger wird dir die Kraft ausgehen. Das, was dich nicht mehr nährt, in dir ist es, ja, trotz deines am Leben erhalten Wollens, ist es verkümmert. Doch nicht nur das, du bist am innerlichen Verkümmern. Und damit ist jetzt Schluss, lieber Zwilling. Damit ist jetzt Schluss. Genial. Gut möglich, dass das über 3 Jahrzehnte, 3 Jahre angedauert hat oder auch mit 3 Menschen zu tun hat. Es ist ein Schluss, ein Beschluss zum Schluss von dir, kurz und schmerzlos. Es ist nichts, was dich lange festhält. Es ist nichts, was dich lange beschäftigen wird. Es ist, du stehst am Morgen auf und sagst, heute ist der Tag, der Moment,
ist für mich der richtige Moment. Ich beende das. Ein Wasserzeichen kann eventuell, wie kann man sagen, es hört sich jetzt brutal an fast schon, doch es kommt so durch, auf der Strecke bleiben. Vielleicht, weil es deinem Entschluss nicht folgen kann, diesen nicht verstehen kann, diesen nicht nachvollziehen kann. Doch, lieber Zwilling, es geht hier um dich. Einzig du allein weißt, was das Beste für dich ist. Und wenn du kommunizierst mit deinen Liebsten, werden sie Verständnis haben. Das Neue, es beginnt sehr leicht, sehr einfach, sehr freud und vor allem friedvoll. Du wirst dir dann sagen, mein Gott, was habe ich gekämpft? Warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Das Universum wirft dir die Bälle zu und zwar so schnell, pass auf, dass du bereit bist, sie aufzufangen und sie dir nicht an den Kopf knallen. So schnell, weil es die richtige Entscheidung ist für dich. Es wird alles Hand in Hand greifen. Und lieber Zwilling, es ist jetzt deine Zeit. Der Moment ist gut, der Moment ist günstig. Du bist bereit. Das Gute daran ist, sobald du diese Entscheidung getroffen hast, das Alte hinter dir zu lassen, das, was dich nicht mehr genährt hat, was dich hat verkümmern lassen, du sprudelst, du quillst über vor Ideen, vor Inspiration, es kann dir alles gar nicht schnell genug gehen. Und, lieber Zwilling, es wird alles sehr, sehr schnell gehen, denn es ist für dich vorherbestimmt. Schauen wir das, was dir im Wege steht an Emotionen, was dich aufhalten könnte, sofern ja, du nicht bereit bist, diese zu erkennen. Was könnte dich aufhalten? Vorsicht vor der Emo-Falle. Verlust vor dem Alten, vor der Komfortzone, Verlust vorm Ansehen. Und da kann es sein, dass du, wenn diese Emotionen auch kommen, des Mangels, der Verkümmerung, dass du sagst, nein, ich bleibe lieber bei dem, was ich habe, das kenne ich und ach ja, es geht ja schon irgendwie und ach, da mache ich halt weiter. Nein, es ist eine Falle des Egos mit diesen Emotionen. Auch ist es wichtig, dass du nicht zu egoistisch wirst. Eine gesunde Portion Egoismus ist immer gut, braucht ein jeder. Doch gehe es behutsam an. Es ist nichts, was von dir genommen wird. Es ist nichts, was nicht vorhanden ist. Alles kommt zu dir, lieber Zwilling. Alles. In diesem Transit schauen wir uns doch an, was die Meister zu sagen haben, worauf ist zu fokussieren, wenn du in das Neue hineintrittst. Auf deine Herzöffnung, auf den Fluss, die Melodie deines Herzens. Und ich glaube, es ist auch ein Quantensprung in deinem Bewusstsein, dass du in die Akzeptanz gehst, in die Annahme deiner selbst vor allem. Du wirst erkennen, dass du durch diesen Schritt, diesen Step
in die Ausgleichung kommst, in die Balance kommst. Und du wirst diese Balance auch im Außen erkennen dürfen. Und so fokussiere dich auf dein Herz, auf die Stimme deines Herzens. Sie wird dich immer richtig leiten. Sie sagen, du bekommst einen Schlüssel. Dies kann jetzt natürlich wirklich ein Schlüssel in der Materie sein, auf das du deine eigenen 4 Räume aufschließen kannst. Es kann aber auch der imaginäre Schlüssel sein, der symbolische Schlüssel, auf das jetzt die Tür aufgeht. Schauen wir uns das Outcome an. Ich würde sagen, lieber Zwilling, freie Fahrt voraus. All die Lähmungen, all die Hirngespinste. Ich würde sagen, in Zukunft bleiben diese in ihrem dunklen Schloss und werden dich nicht mehr heimsuchen. Wir machen weiter im Extended, lieber Zwilling. Das Outcome und eine Engelbotschaft für dich. Und schauen wir, welche Details noch so durchkommen wollen. Wir warten im Extended auf dich. Wir freuen uns, wenn du einschaltest. Bis gleich. Ciao.